So, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Der nächste Kandidat ist schon da und parat. Es ist der MGF von Corgi. Man kann hier die Türen vorne öffnen und ja, Kofferraumdeckel hinten, der auch gleichzeitig die Motorhaube ist. Und Kofferraumdeckel vorne geht leider nicht auf dieses außergewöhnliche, kleine, süße, hässliche Auto. Ja, sagen wir mal so, ist jetzt nicht jedermanns Geschmack, ne? Ist jetzt nicht der schönste MG, der gebaut wurde, aber ein ziemlich gängiger MG, finde ich. Man sieht den heutzutage jetzt nicht mehr so oft, weil der eigentlich qualitativ nicht so besonders gut war. Hier in meiner Nachbarschaft fuhren damals auch welche rum und die hatten allesamt Probleme gehabt. Meistens undichtes Dach und Elektronikprobleme. Ja, das waren so eigentlich die Hauptgründe, warum das Auto dann wieder abgegeben wurde. Ja, also sonst schön British Racing Green, gut gewählt die Farbe. Meistens habe ich den aber in Blau Metallic gesehen oder in Gelb. Und ja, was kann man noch erwähnen? Keine Gurte. Er kam jetzt hier auf den Schrott, weil beide Spiegel fehlen und der Auspuff fehlt. Sonst eigentlich nicht, oder das MG-Zeichen vorne fehlt noch. Oh, guck mal, schön, steht sogar auf dem Armaturenbrett MG drauf. Sonst ist nichts. Ja, das ist eine der wenigen Modelle, die Corgi in 1:18 rausgebracht hat. Komisch, ne? Dass die eigentlich nicht mehr rausgebracht haben. Hat sich anscheinend nicht rentiert. So. Ich habe schon ewig keinen mehr zerlegt. Ich glaube, den letzten, den ich mal zerlegt habe, war einer mit Effektlack. Der war so blau-lila. Effektlack-mäßig. Oh krass, hier geht ja schon der ganze Motor raus. Ja, hier wird anscheinend schon mal Hand angelegt. Das ist der Mittelmotor. Felgen gar nicht so verkehrt für ein Auto aus den 90ern, ne? So, ich hoffe, das zerlegt sich jetzt ein bisschen schneller wie die Eleanor gerade eben. Hier ist noch eine Schraube. Die müsst ihr lösen, damit die Innenausstattung rauskommt. Kofferraum, Motorraum, Innenausstattung. Keine Gurte. Da kann ich verstehen, warum die keine 1:18 machen. Wenn man keine Gurte macht, dann sollte man aufhören. Natürlich nicht ernst gemeint. So. Oh, so viele Schrauben wieder nur um die Vorderachse festzumachen. Und man sieht, hier ist anscheinend auch das Ersatzrad gewesen. Hier ist so eine Ersatzradmulde. Aber ein Ersatzrad ist jetzt keins dabei. Aber die Mulde. Das ganze Modellauto an sich ist jetzt nicht so extrem teuer. Das bewegt sich so zwischen 5 Euro bis hoch auf 50 Euro. Wobei 50 Euro sind schon original verpackte Modelle im Top-Zustand. Weil original verpackte Modelle von Corgi sind jetzt nicht mehr so gängig, sage ich jetzt mal. Und wer jetzt auf original verpackt Wert legt und so, der muss halt den sauren Apfel beißen. Und bis zu 50 Euro dafür ausgeben. Aber mehr solltet ihr auch nicht ausgeben. Also lasst euch nicht veräppeln von irgendwelchen Leuten, die meinen, nur weil er selten ist, kostet das Ding jetzt 150 Euro oder so. Ach, das ist nicht wert. Das ist das Ding hier einfach nicht wert. Also achtet bitte drauf, maximal 50 Euro und wenn dann original verpackt. Darunter so wenig wie möglich. Weil so besonders ist der jetzt nicht. Ja, das Armaturenbrett. Auch schön mit einem MG-Zeichen hier drauf. Und hier habe ich ja vorhin erwähnt gehabt, hier ist auch nochmal ein MG-Zeichen. Das ist cool. Ach komm schon. Die Teile sind jetzt nicht so extremst gefragt von dem Modell. Und meistens werden immer nur die Spiegel gekauft und die Windschutzscheibe.
sowas wie die Roco-Rosse so eigentlich fast gar nicht und Unterboden. Deswegen landet auch diese Roco-Rosse gleich auf Altmetall. So. Die Rücklichter, guck mal. Kleine Plättchen. Oh, wir sind auch schon fast fertig, ne? Die Blinker. Nummernschild. Oder was auch immer. Bei der Kühlergrill kann es ja nicht sein. Doch, ist aber weg damit. Guck mal, vorne haben sie ein Nummernschild hingemacht, ne? Hinten haben sie einfach auf das Grün MGF draufgeklebt. Hatten anscheinend keinen Bock mehr gehabt. Na komm, Verdeck. Das ist aus Gummi. Und ich bin mir schon fast sicher, dass es kaputt gehen wird jetzt. Weil überlegt mal, das Modellauto ist Anfang der 2000er rausgekommen. Guck mal, der Tankdeckel, das ist nur ein Sticker. Boah, es ist fast verklebt, ey. Schade, schade, schade. Aha, es geht ab. Wieso ging das jetzt auf einmal ab? Das ist fest verklebt da hinten, ne? Ne. Bevor das jetzt noch eine Stunde dauert, lasse ich das lieber. Geht sowieso kaputt. So, ja, der kleine MGF ist jetzt auch wieder Geschichte. Relativ erfolgreich zerlegt. Das Verdeck macht da nicht mit. Aber bevor ich das jetzt hier kaputt reiße oder so, na, Arschlecken. Ja, Teilausbeute ist auch nicht so verkehrt. Wie gesagt, gibt so wenig wie möglich aus für dieses Modellauto. Das ist jetzt nicht so wirklich besonders. Die Lackierung ist relativ schlecht, würde ich sagen. Überall sind so kleine Pickelchen. Das ist keine Zinkpässe, irgendwie sowas, das nicht. Ist halt einfach nur unsauber lackiert. Cool ist aber die Farbwahl grün. Es gibt es ja noch in Blau, in Gelb und in so einem lila-blau Effektlack. Das sieht auch cool aus. Preislich liegen die alle gleich. Das ist kein großer preislicher Unterschied. Ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon, ne? Jetzt kommt noch ein Modell und dann geht's los mit dem Schlachtfest. So, danke fürs Zugucken.